Hallo. Jetzt wird's traurig. Oh. Ne? Ja, Hallo. ja, hallo. Willkommen bei Piranha Becken TV. Wir haben heute Melancholie. Ne? Sehr schwer dabei anzunehmen. Gut, wir sind die Piranhas und wir reden heute über die Aftergame-Melancholie. Mhm. Was ist das denn? Ja, du hast ein Spiel gespielt oder eine Serie geguckt Ja. und auf einmal ist das zu Ende. Und dann kommt so ein Gefühl, manchmal auch nicht, so ein Gefühl der Schwere und des, oh Scheiße. Man guckt in die Ferne, durch ein Fenster, durch ein verregnetes Fenster. Also es wird immer schlimmer, ne? Irgendwie. Das ist so richtig traurig, So dass das richtig vorbei traurig. ist. Vor allem, wenn es so richtig geil war und dann ist es halt irgendwie so, ne? Mhm. Ja. Ist auf einmal vorbei. Kennt ihr das? Genau. Das haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Kennst du das eigentlich? Kennst du so ein After-Game-Melancholie? Und was tust du dagegen? Und die haben Folgendes gesagt. Das ist, wenn man ein Spielchen durchgezockt hat und dann da sitzt und nicht mehr weiß, was jetzt, ne? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel After-Game-Melancholie, sondern eher Euphorie, weil ich meistens oder sehr häufig die Situation schon hatte, dass dann die letzte Mission sich doch ein bisschen zieht. Und das endlich geschafft zu haben, war meistens eher so ein Push und da so richtig in eine Melancholie reinzurutschen, habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Deswegen nicht so geile Tipps am Start. Im Zweifelsfall einfach normal spielen. Ich vermute, damit ist gemeint, wenn ich was durchgespielt habe und fertig bin. Das passiert mir selten, weil ich wenig Spiele zu Ende spiele, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe lange kein Spiel mehr so intensiv gespielt, dass mir dieses Gefühl untergekommen ist, ehrlich gesagt. Kenne ich, Spiel traurig beiseite legen und weiß nicht, das hält dann so einen Abend an, wo man das Spiel beendet hat und ja, hält bis zum nächsten Spiel, bis man es gestartet hat. Ich sitze meistens vorm Internet und lese mir Wikipedia-Einträge zu den Spielen durch oder wühle mich durch Foren. Oh ja, also das nächste Spiel spielen, einfach ablenken. Manche Spiele sind halt einfach so schön, da möchte man eigentlich nicht, dass es zu Ende ist. Das kenne ich gut und ich versuche das schnellstmöglich abzuschütteln. Das wird besser, einfach nur schütteln, rausgehen, Abstand finden. Ja. Gibt's denn überhaupt irgendwas Effektives? Sich ablenken wahrscheinlich, ne? Ich vermute tatsächlich, das ist die härteste Währung, ja. Ja. Ablenkung. Ja. Die nächste Serie rein. Nächstes Spiel rein. Ja, obwohl das natürlich, je nachdem, was du dann da reintust, wenn du das wahllos machst, würde ich mal sagen, ist das entweder wirkt das überhaupt nicht, das heißt, du bist trotzdem traurig und lässt dich da irgendwie von irgendwas berieseln und kannst dich überhaupt nicht drauf einlassen, ne? Und im schlimmsten Fall wäre das vielleicht sogar eine Serie gefunden, die du auch geil gefunden hättest, aber weil du irgendwie noch gar nicht in der Stimmung bist, hast du jetzt gar keinen Bock drauf. Das ist natürlich auch doof, ne? Mhm. Das heißt, man versaut sich vielleicht auch was damit, wenn man dann direkt irgendwie versucht, da müsste man schon irgendwie, ja, was ist die Strategie? Vielleicht das Thema wechseln, ne? Das könnte was sein. Zum Beispiel wie, wenn ich zum Beispiel einen total furchtbaren Horrorfilm geguckt habe und mich anschließend nicht in den Keller traue. Dann hast du keine Melancholie, da hast du Schiss. Ja, es ist aber trotzdem ein ähnliches Beispiel. Was mache ich dann, was mir hilft? Comedy gucken. Oh. Weil das so weit davon weg ist, Schmerz ablenken. dass ich mich anschließend dann doch wieder in den Keller traue. Oh. Und sowas Ähnliches könnte es mit der Aftergame-Melancholie ja auch geben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein wunderschönes, langes Rollenspiel gespielt habe und bin traurig, dass es vorbei ist, vielleicht hilft mir dann erstmal ein Action-Shooter, Blam. wo ich einfach alles kaputt mache. Oder, oder was, ne? Ja. Das heißt, die Auswahl dessen, was ich mir anschließend angucke, kann helfen. Manchmal ist es ja auch so, dass man versucht, was Ähnliches zu suchen. Das heißt, man sucht trotzdem weiter danach, ne? Wenn ich Glück habe, gibt's vielleicht sowas wie ein DLC. Ja, dass ich sage, oh cool, ich warte noch eine Woche irgendwie, überbrücke ich irgendwie mit Arbeit oder so und anschließend kann ich den DLC spielen irgendwie, dann habe ich trotzdem, kann ich das noch weiter aufrechterhalten, ne? Wenn ich da vielleicht irgendwie mich da so ein bisschen leer spiele oder sowas. Das ist aber irgendwie nicht dasselbe. Nee. Das mein Gefühl ist da so, okay, die Geschichte ist erzählt. Ja. Und wenn es auch noch so ein Ding ist, was irgendwie vor dem Ende des Spiels spielt und nicht nach dem Ende, ne, dann fühlt sich das irgendwie an, so, ja, Sterben auf Raten so ein bisschen. Ne?
Wenn es danach passiert, ist es so, ja gut, okay, aber es ist dann irgendwie eine belanglose Geschichte meistens, empfinde ich so, weil die große Geschichte ist erzählt und jetzt wird eine kleine erzählt. Ja. So, ne? Es gibt auch Spiele, die das super gemacht haben, so, ne, keine Frage, aber tendenziell geht's mir so mit solchen Dingern. Das heißt, es reicht nicht. Ne? Auch bei anderen Spielen, das heißt, du hattest jetzt zum Beispiel ein ziemlich cooles Diebesspiel, ja, musst die ganze Zeit schleichen und so und bist da noch voll in diesem Modus drin. Ja. Und dann suchst du ein anderes Schleichspiel, aber die sind alle irgendwie nicht so gut oder alle nicht so, die sind halt anders. Ja. Ne? Und das erreicht es dann nicht. Das ist dann auch dann wieder ein bisschen schade, dass man das nicht wirken lassen kann, weil es ist eben nicht dasselbe. Kennt ihr das denn? Kennt ihr so eine After-Game-Melancholie und was tut ihr dagegen? Ja. Das ist die interessante Frage. Und vor allem, bei welchen Spielen war es denn besonders schlimm? Bei welchem Spiel ging dir das besonders schlimm, diese After-Game-Melancholie? Das ist schade, es ist vorbei. Ja, da müsste man vielleicht erstmal auf Ursachenforschung gehen, wann geht's mir überhaupt so? Ja. Das hat nämlich verschiedene Also ein Spiel weiß ich. Gründe. Ja, ich weiß auch sofort, was du sagst. Ja? Da war ich live dabei. Ja. Ja, Days Gone, Mhm. würde ich sagen. Ne? Ist doch Ja. gar nicht so lange her. Ja. Und da warst du richtig traurig, dass es zu Ende war. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Und Mhm. ich habe nur ihm beim Spielen zugeguckt und habe mich anstecken lassen. Also das hat wirklich funktioniert. Ja. Fand ich auch schade. Ja, das war auch richtig geil. Also ich Ja. habe auch wirklich jede Minute da genossen und so. Ne? Mhm. Vielleicht, ich sag ja, ich habe vielleicht ein paar Vögel übersehen. Ne? Ja. Und ansonsten habe ich alles gespielt, was geht bei dem Spiel. Also Grüße gehen raus an den Entwickler. Please make a sequel Ja, of Days Gone. ja. Ja, der wird er wahrscheinlich niemals sehen. Egal. Nee, so wichtig sind wir nicht. nee. Ja, aber bei dir weiß ich's auch, Oh ja, weil du es mir erzählt hast. raus damit. Monkey Island 2. Monkey Island 2, boah, das ist aber ewig her, ne? Ja, da war ich auch traurig, das stimmt. Obwohl der Entwickler ja mit Absicht auch, ich war damals Kind, ne? Und es war eines der ersten Spiele, das ich tatsächlich aus eigener Kraft durchgespielt Der habe. eigenen Hände Arbeit. Ja, wirklich, das war damals eine große Errungenschaft. Das war gar nicht so einfach irgendwie. Ja. Vor allen Dingen nicht auf Oberaffig. Und, Was hat echt gespielt? Und da musste man echt hart rätseln irgendwie, wie man jetzt irgendwie an die Lösung kommt und so. Und da hatte ich vollen Spaß dran. Und als das dann zu Ende war und irgendwie die Credits liefen, da dachte ich, boah, scheiße. Weil so viele Möglichkeiten jetzt irgendwie was Ähnliches zu finden, gab's zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Ich habe auch Indiana Jones damals geliebt von LucasArts und so. Da habe ich die ganzen LucasArts-Dinger durchgespielt. Aber ich fand nichts so geil wie Monkey Island 2. Weil es das erste war? Ist da die Melancholie am schlimmsten? Ja, das kann schon sein. Ja? Ja, das kann schon sein, dass es damit zusammenhängt. Ja. Ja. Und das andere ist, was mich besonders packt oder wo das greift, ist, wenn ein Spiel ein Thema hat, eine Geschichte erzählt, die besonders tiefgehend ist oder vielleicht sogar selber melancholisch ist oder traurig, dann passiert mir das auch schneller. Zum Beispiel bei Soma. Oh, ja. Gut. Soma fand ich auch sehr traurig, als es vorbei war und musste lange darüber nachdenken, obwohl es dann eine Mischung war aus Aftergame-Melancholie, schade, das Spiel ist vorbei, und ich muss jetzt noch lange über dieses Spiel nachdenken und ich verrate euch nicht warum, weil das wollt ihr selber spielen. Hat mich sehr lange Zeit beschäftigt. Teilweise heute noch. Oh. Ja. Ui. So gut fand ich das. Oh. Mhm. Aber du hast hier notiert irgendwie, Ja. es wäre eine Mischung aus Stolz und Traurigkeit. Genau, denn Ja. das ist mir bei Monkey Island passiert. Das heißt, der Stolz, dass ich das selber irgendwie bis zum Ende gebracht habe und das geschafft habe, das Ding. Ja. Ne? Es ist auch stärker noch bei Sachen, die einen bis zum Ende packen, die groß sind. Mhm. Das heißt, Soma stellt tatsächlich eine Ausnahme dar. Monkey Island auch, also ist das vielleicht sogar Quatsch. Totaler Quatsch, was die da erzählt, ne? Vielleicht ist das auch so ein Vielleicht Ding aber von- auch nicht. Ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, weil meine These jetzt gewesen, irgendwie in das Spiel einzutauchen, gelingt Ja. dir natürlich einfacher, wenn es etwas Zeit hat, um das zu bewerkstelligen. Das wäre meine These gewesen. Wir haben seit jeher immer ein Spiel gemacht, was einen Anfang hatte und ein ganz klares Ende. Credits, Feierabend. Ja. Und bei Elex haben wir es das erste Mal gemacht. Danach geht's weiter. Ja, stimmt. Genau aus dem Grund, weil es reicht irgendwie nicht. Wenn das Spiel dann vorbei ist, dann ist man irgendwie ein bisschen sauer
auf den Entwickler. Warum geht's denn jetzt nicht weiter? Wenn man dann irgendwie dann noch ein bisschen spielen kann und dann sagen kann, okay, ich habe ja noch so viel, was ich da tun kann und so. Und irgendwann sagt man so, jetzt bin ich damit fertig. So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt ist auch genug da und so weiter. Dann mildert man diese Melancholie ab, weil man ja auf dem Höhepunkt irgendwie, man hat dann irgendwo so den Endkampf klassischerweise oder irgendwie sowas in der Art. Und dann hat man das endlich geschafft und dann kommt die Geschichte und dann löst sich das alles auf und puff, das ist ja sehr kurz, dieser Zeitraum. Und in diesem kurzen Zeitraum ist man danach, wenn es dann vorbei ist, das bahnt sich ja dann an. Da denkt man, ach, schade. Ja, das liegt natürlich auch an der Erwartung eines Endes. Ne? Das heißt, je nachdem, was für eine Geschichte erzählt wird, bei Mass Effect 3 ging das ganz vielen so, ne? Dann erwarten die irgendwie irgendwann so einen richtigen Knall. Und wenn dann die Erwartung enttäuscht wird und etwas anderes kommt, etwas Schlechteres kommt, der Aha-Effekt nicht groß genug ist oder irgendwas in der Art, dann sind die auf einmal alle sauer. Und das war, also dass ich das als Außenstehender mitgekriegt habe, war da auf jeden Fall am größten an der Stelle. Und das war das auch noch eine Spielereihe, ne? Das heißt, die erwarten dann am Ende irgendwie was Großartiges. Und es gibt Spiele... Was auch großartig war. Ja, aber es ist halt am Ende so, ne, man sagt sich, ja gut, es ist halt vorbei. Genau. Ne? Und dann kann man auch noch weiterspielen, gibt's ja auch noch Endgame so, ne? Aber dann spielt man nicht mehr, weil die Geschichte ist erzählt. Ja. So, das ist so ein klassischer Fall von so, oh nee, jetzt ist gut. So, ich glaube, da haben auch die meisten aufgehört. Direkt dann nach den Credits spielen die nicht weiter. Hat doch oft ein bisschen was mit gutes Ende und gutes, schlechtes Ende zu tun. Das heißt... Rechtschaffen chaotisch oder chaotisch rechtschaffen? Das raff ich eh nicht. Also, was ist denn jetzt gut, schlecht? Also, ich weiß, was du meinst. Ne? Wenn Trauriges passiert oder irgendwie solche Dinge, dann ist das natürlich schon ein bisschen schlimmer auch, ne? Diese Melancholie. Also bei Witcher 3 hatte ich das zum Beispiel auch. Ja. Und das hing auch damit zusammen, dass er irgendwie jetzt so gefühlt in Rente ging. Und ich dachte so... Wer hat denn jetzt Witcher 3 noch nicht gespielt? Also Geralt ist in Rente. So, nein, der ist nicht in Rente. Der ist... Egal. Worum es mir ging ist, du spielst im dritten Teil halt einen älteren Charakter. Ich meine, der ist ja sowieso alt als Hexer, ne? Aber irgendwie ist da da so... die Meinungen auch auseinander. Ja. Obwohl, stimmt schon. Ist ja schon ein bisschen älter geworden. Ne? Und der war so gefühlt irgendwie so... Als hätte er jetzt so auch mal ein bisschen die Schnauze voll. So. Ja. Jetzt am liebsten erstmal irgendwo hin und sich ein Weinchen trinken und eine schöne Frau an der Seite und dann ist gut irgendwie. So ein Gefühl vermittelte einem das Spiel. Und das fand ich irgendwie total traurig. Echt? Weil das will ich nicht. Ich möchte irgendwie voll die Action. Und du willst ewig leben. ja, das ja, ist ne? irgendwie so Also die Erwartung bei so einem hat so ein bisschen mit zu tun, ne? Ja? Also das stimmt. Also dieses Gefühl hatte ich auch und das ist auch total geil alles, ne? Und dieses Gefühl hatte ich auch so, okay, jetzt gibt's 3 Dinger, ne? 3 große Witcher-Spiele und das fühlte sich so an wie das fulminante Finale. Genau. Der dicke Gong, der dann irgendwann ausläuft und dann denkt man sich, schade, und ich vorbei. Hatte, ich hatte den Eindruck, es ging vielen Leuten so und deswegen haben die da nochmal irgendwie mit ihrem DLC so richtig einen rausgehauen. Absolut, ne? auch super. Ne? Also entsprechend kann man das vielleicht dann auch wieder so ein bisschen aufweichen. Also Rente gehen kann Spaß machen, ja. Ach ja, aber es ist so. Auch wenn irgendein cooler Charakter irgendwie drauf geht, so den man lieb gewonnen hat oder so, dann ist so ein richtig hartes Ende, ne? So sagst du jetzt irgendwie so, das ist schon doof. Das findet man blöd. Man möchte nicht, dass es vorbei ist. Nee. Ne? Das hat damit zu tun. Ja, deswegen, ich verzeih das auch niemandem. Stell dir vor, du spielst irgendwie 3 Spiele lang irgendwie den Witcher und am Ende irgendwie dann wird er ermordet. Versinkt im Sumpf. Ne? Ja, das am wäre besten so richtig blöd, stolpert über einen Stein, so, Kopf ab. Ne? Geht gar nicht. Sowas geht einfach nicht. Sowas kann man nicht machen. Bitte macht sowas nicht. Ja, dann kriege ich irgendwie die Krise. Es gibt ja Spiele, die enden schlecht oder mit dem Tod eines Charakters, den man irgendwie lange Zeit begleitet hat. Und die sind so gut gemacht, dass das funktionieren kann oder dass dieser Effekt halt einen Aha-Effekt erzielt, der nachwirkt, wo man das gelten lassen kann. Aber ein gutes, schlechtes Ende, also ich weiß nicht. Na, manchmal feiern die Leute dann auch die Überraschung. Ich find's dann aber trotzdem scheiße, weil ich will das nicht. Warum ist der denn jetzt tot? So doof irgendwie. Ja. Und jetzt? Das ist auch ganz hart, irgendwie das Buch zuschlagen und dann kannst du es nie wieder aufmachen, ne? Ja, es gibt so einen Film mit Steven Seagal und Kurt Russell. Die werden beide irgendwie so, hey, und das ist jetzt der neue Film mit den beiden. So, wie die beiden, total krass, aus in der 80er.
passiert nichts. Ich meine, wenn ich jetzt Spoiler, interessiert wahrscheinlich einen Toten oder so. Ja, aber einer von beiden stirbt dann irgendwie nach 10 Minuten Film so. Und das ganze Kino so, wie, der ist jetzt weg? Ja, das ist weg. Jetzt geht's nur noch mit dem anderen weiter. So, was? Ja, das fanden wir so krass, ne? Damals. Ja. Aber, weil du sagst Überraschung so. In dem Moment fand man das irgendwie, ja, aber auch an andererseits so, weißt du? Aber die Geschichte geht weiter. Einer von beiden hat ja überlebt. So. Ja, genau, ne? Das Gesicht, ne? Hört auf eine Briefmarke. Nein, es ist irgendwie Kacke. Findet man scheiße, oder? Es ist vorbei. Irgendeiner geht drauf, so. Ich weiß, modern ist heute auch Spiele zu machen oder Filme zu machen, wo man halt irgendwie eine Geschichte zu Ende erzählt. Ne? Da ist jetzt der Lebenszyklus von diesem Helden oder dieser Figur halt zu Ende und dann muss man jetzt mal gucken, ja, wie ist das denn dann am Ende und bla und so, ne? Es gibt Menschen, die finden das toll. Mhm. Ich gehöre nicht dazu. Nee, ich gehöre auch nicht dazu. Sie auch nicht. Nein. Und man kann trotzdem eine schöne Geschichte erzählen, ne, lasse ich gelten, aber es ist halt eine Meinung, ne? Und denn alle Helden meiner Jugend sterben am Ende. Geht nicht. Lass sie doch einfach. So, dann wartest du auf das nächste Reboot von der Geschichte. Oder auch nicht. Mit dem anderen Ende. Mit dem anderen Ende. Oder? Oh Gott, ich weiß nicht. Ja, da würde ich schon das Interesse verlieren. Da hätte ich schon keinen Bock mehr. Ja. Dann möchte ich lieber was Neues. Ja, dann ist die Melancholie so groß, dass man sagt, irgendwie so, die haben mich jetzt komplett verloren. Also es gibt viele Menschen, denen das so geht. Mhm. Ja. Deswegen also irgendwie ein Dogma verfassen, ein Held darf niemals sterben, so. Ja, nein. Schwierig. Also ein schwieriges Thema. Darf er schon, aber man muss das, wenn dann, vernünftig erzählen und sich auch über die Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich damit sagen? Und am Ende, ne, also Leute einfach sterben zu lassen, weil, das ist jetzt krass. Das ist doof. Ja, das stimmt. Ne, irgendwie, das war ein krasses Spiel, hast du dir das angeguckt? Ja, das ist aber auch, da macht man sich auch ein Stück weit einfach. Gibt ja so eine Fernsehserie mit Zombies, ne, so dieses irgendwie 10 kleinen Jägermeister halt irgendwie. Ne, da weißt du irgendwie, ja gut, okay, die gehen am Ende wahrscheinlich sowieso alle drauf. Ja. Weiß ich nicht, ne? Hab irgendwann aufgehört zu gucken, diese Zombie-Serie, diese bekannte, ne? Weil ich fand's irgendwann doof. Ja. Ich fand's irgendwann doof. Irgendwann, der ist auch noch, der jetzt auch. So, der nächste Jahr, dann was, guck mal, wer ist denn der nächste, wie viel haben wir noch? Dann ist der, das ist doch blöd, oder? Irgendwo ist das doof. Tja, wenn du es, ne, also am Anfang gab es ja die These irgendwie, man könne keine guten Zombie-Filme, keine Serien erzählen. Ja. Geht doch. Ja. Aber dann muss man halt eine Metageschichte erfinden. Und wenn die fehlt und es nur noch ums Sterben geht und um wie stirbt jemand besonders grausam und wie kann man denn jemanden jetzt noch grausamer sterben lassen? Saw 3D, die Flucht aus dem Kino, ey. Dann wird's irgendwann auch wieder witzlos. Ne? Man kann daran Spaß haben, ist auch valide. Wie gesagt, ist eine Geschmacksfrage oder so. Aber im Endeffekt, Nein, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie mein Charakter stirbt und warum der stirbt und wofür das wichtig ist, damit das gut ist. Sehen wir so. Wie seht ihr das so? Community-Frage. Hast du eine? Wir sind jetzt von After Game Melancholie zum Thema Sterben gekommen. Ja, aber das hat damit zu tun. Es ist schon irgendwie... passt mal gucken, ob ich jetzt eine Frage finde, die dazu passt. Ja. Kriegst du schon hin? Ja, nehme ich mal die hier. Mich hätte noch interessiert, was euer Spiel des Jahrzehnts ist. Das Spiel des Jahrzehnts? Genau, wir hatten ja jetzt Jahreswechsel und jetzt haben wir quasi ein neues Jahrzehnt. Was hatten wir denn da? Ja, Witcher 3 war dabei. Days Gone fand ich ganz vorne mit dabei. Wie gesagt, ich fand es super, diesen Typen zu spielen. Soma, GTA 5. Ja, GTA 5 gehört dazu, ne? Ja. War super, als wir das gespielt haben. Ja. Spiele ich jetzt nicht mehr, aber war ein riesen Meilenstein in mehrerlei Hinsicht auf jeden Fall. Ja. Fand ich unterm Strich Witcher 3 besser als GTA 5? Ich glaube ja. Ich glaube, unterm Strich hatte ich daran noch mehr Spaß, weil es ein Rollenspiel ist und weil einige Szenen einfach so witzig erzählt waren, dass ich da voll drin war. Ja. Mass Effect, die Reihe, war das auch ab 2010 oder davor oder was währenddessen? Boah, schwierig, ne? Weiß gar nicht, das ist auch schon etwas länger her. Fand ich auch gut, hätte ich aber eh nicht mit dazu gezählt. Ja. Fallout 3, wann war das? Keine Ahnung.
Fallout 4 würde ich nicht dazu zählen, dafür war mir zu viel Aufbaustrategie nötig, um ein Spiel durchzuspielen. Ne? Das hat mich eher ein bisschen gestört. Ja. Aber ich fand's auch super, war sehr nah dran an Fallout 3, also gehört mit dazu. Fallout 4, oder wie haben das genannt? Ja. Fallout 4, ne? Ja, danach gab's noch New Vegas, also zwischen 3 und 4. Ja, gut, okay. Aber das, Nein, also wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich sagen Witcher 3. Ja. Wild Hunt. Ja. Das war mein Highlight des Jahrzehnts, Ja. weil es in so vielen Belangen so gut war Ja. und auch heute noch nachwirkt, Ja. dass ich sagen würde, im Vergleich und mit allen Kriterien, die man anlegt, war das Spiel des Jahrzehnts. Ja. Grüße gehen raus an CD Projekt Red. Chapeau. ja, super Ding. Mal gucken, was sie mit Cyberpunk Ich veranstalten. bin sehr neugierig. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, hoffentlich sehen wir uns wieder nächste Woche hier. Gernebecken TV. Macht's gut. Bis dann. Das sind immer so miese Fragen, weil man ich bin ein alter Sack, die Zeit geht immer schneller, weil 10 Jahre ist ja nix mehr, ne? Ich hätte jetzt auch nicht die Jahreszahlen im Kopf gehabt, aber du weißt zumindest noch, was so nachwirkt, ne? An Spielen, wo man sich immer wieder mit beschäftigt. Ja, aber 10 Jahre?